Herzlich willkommen hier auf Johns MOBA zu einer neuen Folge. Und heute habe ich euch wieder was Besonderes mitgebracht, und zwar von Pico aus der Expert-Serie. Und das ist eine Lokomotive, da steht Expert drauf. Der Preis ist aber definitiv ein Einsteiger-Anfängerpreis. Und deswegen ist die Lokomotive auch heute hier im Video. Denn ja, die war eigentlich nicht geplant, tatsächlich. Ich habe euch ja gesagt, es gibt jetzt demnächst hier noch andere Dinge aus Dänemark direkt. Und jetzt hat aber die Firma Modellbahn Union, habe ich euch unten auch verlinkt, aktuellen Sale für ganz, ganz viele Wechselstrom, also Dreileiter AC-Modelle. Ja, und da war die hier dabei. Wie gesagt, war nicht geplant. Ich bekomme jetzt auch nichts von Modellbahn Union oder so, aber ich wollte euch das Modell unbedingt zeigen, denn ich finde, das ist absolut der Hammer, was da für den Preis drin steckt. Aus meiner Sicht absolut richtig, richtig guter Deal. Und warum, das werde ich euch jetzt heute mal genauer vorstellen. Erstmal gucken wir uns hier an, um was geht es eigentlich. Und zwar geht es hier um eine kleine Diesel-Lok TGK2 der EKS aus der Epoche 4 heißt es hier. Und zwar hat die einen Decoder quasi, ist MFX-fähig, hat LED-Lichtwechsel und hat in meinem Fall jetzt hier die Nummer 52741. So, ja, das Ganze von der Firma Pico aus der Expert oder Expert-Serie und Kostenpunkt UVP 174 und deswegen stelle ich es euch vor, bei Modellbahn Union aktuell für 99. Ja, Normalpreis am Markt so 129, 130 ungefähr. Gut, also Karton, typischer Pico-Karton. Dann haben wir da einen sehr, sehr guten Lokomotivenblister drin mit entsprechenden kleinen Zurüstteilen. Das heißt, man hat hier noch einiges an kleinen Griffstangen, die man anbringen soll an die Lokomotive. Und man hat eben die Option, statt der Kupplungen, die jetzt hier mit dabei waren und dran sind, zu sagen, ich möchte auf geschlossene Schürzen gehen, falls ich das vielleicht eher als Vitrinenmodell einsetzen möchte. Dann, und da muss ich sagen, das finde ich jetzt schon wieder überraschend gut, weil ich ja hier eigentlich bei einer relativ günstigen Lokomotive bin. Wir haben hier das gleiche System, wie wir es zum Beispiel bei Märklin haben. Und zwar sind die Bedienungsanleitungen und sonstigen Dokumente alle in so einem kleinen beschrifteten Päckchen hier, was man perfekt hier hinten im Karton lagern kann. Das finde ich eine super geniale Sache. Es ist viel besser, als das so fisselig da immer reinzustopfen. Und da ist eine ganze Menge dabei. Also wir haben erstmal quasi die allgemeine Bedienungsanleitung hier. Die ist, ja, also die ist relativ kurz gehalten. Hier gibt es einmal so ein bisschen Vorbildinformationen, Sicherheitshinweise. Sowas ist eigentlich, ja, so der Standard, wie man es erwarten würde. Was ganz schön ist, das ist nicht bei jeder Lokomotive dabei. Es gibt hier quasi die hardware-seitige Belegung der Schnittstelle. Das heißt also auf den verschiedenen Ausgängen AUX 1 bis 5, welche Funktionen da drauf liegen, also welche LEDs wo angeschlossen sind. So, dann zusätzlich zu diesem eher textlastigen gibt es dann noch einen sehr bilderlastigen Teil hier. Und zwar ist das die Anleitung zum Auseinandernehmen plus alle Ersatzteile. Und zwar wirklich bis ins letzte Detail. Also ihr könnt von den Ersatzteilen hier, wenn es das bei Pico dann immer noch gibt, das ist immer die Voraussetzung, dass es dann in 15, 20 Jahren, wenn es kaputt geht, es das noch gibt, könnt ihr wirklich alles nachbestellen hier. Also die kleinsten Schrauben, die Zurüstteile, Pufferteller, alles. Ja? Und es ist immer schön markiert, ob das für die Version Wechselstrom oder eben Gleichstrom Verwendung findet. Genau, es gibt hier auch die verschiedenen Decoder, also es gibt das Ganze auch mit einer Sound-Variante, dann ist sie ein bisschen teurer. Die haben wir jetzt heute nicht, aber
wer Sound mag, wird wahrscheinlich dann auch den Sound besonders mögen, denn ihr könnt euch den auch vorher anhören. Den kann ich jetzt natürlich hier aus Urheberrechtsgründen für euch nur in der Beschreibung verlinken, aber es gibt auf der Webseite von Pico die Möglichkeit, dass man sich eben den Sound direkt anhören kann. Deswegen, das ist verlinkt für euch. Ja, dann gibt es noch hier so ein Zettelchen von Pico aus Sonneberg. Das wird nochmal wichtig später. Dann gibt es hier eine Beschreibung für den Decoder. Also ihr merkt schon, da ist verdammt viel Papier dabei, wenn ihr euch zurückerinnert zum Beispiel an den MO, den wir neulich hatten, wo quasi nichts beschrieben war. Ja. Das ist jetzt hier eine Komplettbeschreibung von dem Decoder. Ich würde mal sagen, die ist okay. Ja. Also die bewegt sich so, dass man etwas mehr Info bekommt als bei Märklin. Da bekommt man ja relativ wenig, bei manchen gar nicht. Ja. Also Märklin ist ja schon so ein mittleres Niveau. Das hier ist nochmal ein bisschen mehr. Es ist aber jetzt noch nicht auf dem Niveau von ESO, wo ihr dann quasi so ein Buch bekommt, wo ihr alles wirklich im Detail bekommt, ja, von der Erklärung her. Gut, dann gibt es hier noch einen kleinen Hochglanzprospekt. Das erinnert mich jetzt so an meine kleinen Lego- oder Playmobil-Sets von früher. Ja, da war dann auch immer so ein mini kleiner Katalog drin, der war natürlich super. Und dann gibt es die gleiche Beschreibung hier für den Decoder nochmal, jetzt allerdings auf Deutsch, die andere war eben auf Englisch. Ja, und das war es so an Papierkram. Das Schöne, ich hatte es ja erwähnt, das können wir hier alles wieder zusammenpacken und können das jetzt ohne irgendeinen Aufwand, ohne irgendein Gedrücke, Gequetsche hier wieder reinpacken. Blister dazu, mit oder ohne Lock. Und unser Karton ist wieder zu. Also die Verpackung bis auf das, sag mal, hier, das hier außenrum, was doch nicht so hochwertig wirkt, eigentlich schön, definitiv auf dem gleichen Niveau wie von Märklin. Und jetzt schauen wir uns mal die Lokomotive an. Das ist sie. Und ihr seht schon, das ist eine verdammt kleine Lokomotive. Also von der Größe her hat die in Summe eine Länge, das sind ungefähr 10 cm. Ansonsten die Maße, ja, ich sag mal Lichtraumprofil und sowas, das ist ja ein bisschen vorgegeben. Also die ist jetzt nicht 10 cm breit oder sowas. Ja. Also ungefähr 10 cm lang. Sie ist für die Länge, wiegt die schon ein bisschen was. Sie hat allerdings, wenn wir uns jetzt hier die Lokomotive mal anschauen, zum Beispiel keine Haftreifen. Das ist mir aufgefallen. Also wir haben hier eine B-gekuppelte kleine Diesellokomotive. Der Schleifer ist groß, sehr groß. Ja. Es gibt aber keine Haftreifen. Das heißt also, die Zugkraft von dieser Lokomotive kann sich wirklich nur entwickeln durch das Gewicht auf den Rädern auf der Schiene und muss eben da quasi hier jetzt Stahl auf Stahl klarkommen. Da gibt es also jetzt keine Möglichkeit, durch Gummi nachzuhelfen wie bei anderen Loks. Die Beschreibung von Pico sagt, dass sie genug Power hat für vorbildgerecht lange Güterzüge. Ja, was heißt das? Ich habe es für euch ausprobiert. Wir haben ja ich habe so Schiebewandwagen von Märklin und Brava und sowas und habe mal geguckt, wie viele davon kann sie denn auf ebener Strecke bewegen. Und auf ebener Strecke bewegen ohne quasi eine Kurve oder sowas, sondern wirklich nur gerade anfahren. Das ging mit bis zu 10 von diesen größeren Schiebewandwagen. Das ist jetzt schon mal nicht schlecht. Wenn ihr dann allerdings losfahrt und ihr fahrt quasi in eine Weiche rein und wollt zum Beispiel dann um eine Kurve, da hat sie so 4 von diesen Schiebewandwagen noch geschafft. Auf ebener Fläche. Das heißt also, sobald ihr eine gewisse Steigung drin habt, wird es noch weniger. Insofern vorbildgerecht heißt in dem Fall wahrscheinlich 2 bis 3 Güterwagen oder vielleicht ein größerer Personenwagen oder sowas. Ja? Mehr könnt ihr von der Kleinen nicht erwarten, das natürlich dann auch auf ebener Fläche. Was sie auch nicht kann, sie kann auch nicht den kleinen Schienenreinigungswagen von Märklin zum Beispiel ziehen, das funktioniert auch nicht. Ja? Also das ist der Nachteil, wenn man hier keine Haftreifen hat, keine Gleismagneten oder sowas.
Die Köpfe von Märklin, wenn ihr euch mit denen beschäftigt, die haben immer so Gleismagneten, die sie nochmal runterziehen, die die Zugkraft nochmal erhöhen sollen. Sowas hat die hier nicht. Dafür hat die aber verdammt coole andere Features. Also mich stört es nicht, dass sie nicht so viel ziehen kann, aber ich wollte es einfach ganz am Anfang sagen, dass ihr es wisst, weil das ist aus meiner Sicht der größte Nachteil der Lokomotive, dass sie eben eine relativ geringe Zugkraft nur hat. Andersrum ist sie aber verdammt detailliert aufgebaut. Und das wirklich auf höchstem Niveau. Ja, sie stammt aus der Expert-Serie, aber wenn ihr euch überlegt, die kostet quasi nur 100 Euro, in Anführungszeichen. Ja. Und wir haben hier wirklich sehr, sehr feine angesetzte Griffstangen überall. Wir haben hier einen eigentlich wirklich schön gestalteten Kühlergrill. Und dann auch, wenn man sich hier so die Türen anguckt zum Führerhäuschen quasi, die sind eigentlich auch echt schick gestaltet. Was auffällt, so kleine Dinge wie zum Beispiel jetzt hier der Scheibenwischer. Der ist nicht extra angesetzt, er ist aber sehr, sehr erhaben quasi hier gedruckt oder beziehungsweise gegossen. Und das sowohl in der Scheibe als auch darüber am Rahmen. Und dann wurde der Scheibenwischer sehr, sehr gut angemalt. Das heißt, also, es sieht wirklich so aus, als wäre es ein angesetztes Teil, ist es aber nicht. Und so zieht sich das komplett durch die ganze Lokomotive. Ich habe sehr, sehr viele, sehr filigrane, schöne Details, also sei es hier im Auspuffbereich, aber auch genauso quasi jetzt hier so ein kleiner Einfüllstutzen oder hier hinten, ich glaube, das wird der Tank sein, hier mit quasi Tankdeckel, mit den kleinen Nieten. Das ist wirklich super. Und was auch richtig toll ist, ist die Beleuchtung mit den Lampen. Also wir haben hier quasi immer die größeren Laternen und darunter seht ihr diese kleinen hier, die sind eben die Rückfahrleuchten auf beiden Seiten. Die sind auch wirklich super detailliert ausgeführt. Dann gibt es einen Blick ins Führerhaus, das ist gerade durchschaubar. Also man kann durchsehen, wenn ihr hier so reinguckt, ne? Man kann jetzt hier so durchsehen durch das Ganze. Es geht allerdings nicht nach unten weiter, sondern wirklich auf Höhe der Unterkante der Fenster ist Ende von dem Innenraum und darunter kommt Technik. Wenn ihr euch jetzt die Gesamtbaugröße anguckt, ihr seht ja meine Hand im Vergleich dazu, finde ich das auch wieder okay. Ja, aber muss man wissen, also ihr könnt da jetzt keine Fahrerfigur reinstellen. Wenn ihr eine Fahrerfigur da drin haben wollt, müsst ihr die quasi an der Hüfte einmal kürzen und das würde wieder funktionieren. So, also ich hatte eben gesagt, Sonneberg ist wichtig, weil jetzt kommen wir mal dazu, was ist das eigentlich für ein Modell? Also, das ist eine sogenannte TGK 2-E1. Und was ist das? Das ist eine russische Diesellokomotive. Und zwar eine Rangierlokomotive für den Betrieb auf Industriegleisen wurde die entwickelt und zwar hergestellt von der Lokomotivfabrik Kaluga in der ehemaligen Sowjetunion. Das Modell hier wurde aber im Speziellen für die DDR ausgeliefert. Das heißt also, es gab zu einem gewissen Zeitpunkt in der DDR ein Programm, was quasi die irgendwas Völkerverständigung, Freundschaft, you name it, ja, in der Art hießen die ja immer. Das hat de facto dafür gesorgt, dass die Eigenentwicklungen im Bereich der Diesellokomotiven in der Deutschen Demokratischen Republik eingestellt wurden und quasi nur von sozialistischen, befreundeten Bruderstaaten Lokomotiven eingekauft wurden. Und zu diesen Lokomotiven gehörte eben dieses Baulos Kaluga hier. Ja, die waren im Großteil nicht Teil der Reichsbahn in der DDR, sondern wurden ausgeliefert an bestimmte Betriebe oder auch die NVA zum Beispiel. Und das in einem Zeitraum von 1978 bis, ja, ich glaube Mitte der 80er ungefähr sind die ausgeliefert worden. Sind also gar nicht so alt. Also ich finde, wenn man die so anguckt von der Optik her, hätte ich jetzt nicht gesagt, das ist eine Lokomotive aus den 80ern. Dafür wären mir jetzt hier zum Beispiel die Ecken hier vorne ein bisschen zu rund und sowas. Und auch hier die
sagen wir, das Führerhaus, was so eine gewisse Rundung noch aufweist. Das wäre mir jetzt für die 80er vom Design her ein bisschen zu alt gewesen. Da hätte ich jetzt eher an mehr Ecken, mehr Kanten, gerade quasi sozusagen schrägen gedacht und sowas. Das stimmt auch. Das Modell selber hier wurde gar nicht in den 80ern entwickelt, sondern die Lokomotivfabrik in Kaluga, die auch Kaluga heißt, hat eben von 1960 an bis 2006 dieses Modell hier gebaut. Das heißt, wir sprechen hier von einer Lokomotive, die quasi so den Lada Niva der kleinen russischen Lokomotiven darstellt. Also hat eine Bauzeit 1960 bis 2006. Das ist länger, als die meisten Lokomotiven überhaupt im Dienst sind. Und diese Lokomotive hier ist eben über diesen gesamten Zeitraum alleine schon gebaut worden. Das finde ich schon mal extrem beeindruckend. Das heißt, das Grundkonzept kann gar nicht schlecht gewesen sein oder ist auch gar nicht schlecht. Die Lokomotive wurde in Summe gebaut über 9000 Mal. Und das ist im Lokomotivbereich ist das schon wirklich eine Ansage. Also im Vergleich dazu, die meistgebaute Lokomotive im Zweiten Weltkrieg oder um den Zweiten Weltkrieg rum in Deutschland zum Beispiel war die BR 52, diese Kriegslokomotive in den verschiedenen Ausprägungen. Und die wurde auch so 5000 Mal ungefähr gebaut. Und das ist jetzt einfach so eine kleine Rangierlokomotive, die hat jetzt nicht viel Strecke, die hat nicht viel Leistung und davon 9000 Stück. Ist schon mal echt eine Ansage, finde ich. Was man dabei bedenken muss, wir haben also diese kleine dieselhydraulische Lokomotive, die fährt relativ langsam, hat nicht so viel PS gehabt und davon sind 183 in die DDR gekommen. Es gibt offiziell wohl keine wirkliche Liste, wo die alle hingekommen sind. Es gibt allerdings eine Auflistung der verschiedenen Lokomotiven und ihrer Einsatzorte, was natürlich auch wieder eigentlich am Ende so eine Liste darstellt. Und da habe ich hier, das gibt es übrigens auf rangierdiesel.de, ja, also wen es interessiert, rangierdiesel.de kann ich nur empfehlen für sowas. Und da habe ich jetzt mal geschaut, dieses kleine Modell, was wir hier von Pico haben, das wurde also ausgeliefert 1981, es gibt leider kein konkretes Datum, an die EKS. EKS VEB, das waren die Elektrokeramischen Werke Sonneberg. Und da war das die Nummer 2. Da gab es also wahrscheinlich auch eine Nummer 1, die auch ausgeliefert wurde. 1981. Also Elektrokeramische Werke Sonneberg, ich weiß nicht, was dort gemacht wurde. Allerdings Sonneberg, wir erinnern uns, da war doch was. Pico, wo sitzen die? In Sonneberg. Genau, also das ist quasi eine Lokomotive aus dem Heimatort von Pico, so wie es aussieht. Dann wurde die Lokomotive Anfang der 90er übergeben an die Elektrokeramischen Werke Sonneberg GmbH. Die Übergabe ist wahrscheinlich erfolgt, indem man das Ganze einfach in das Betriebsvermögen der GmbH überschrieben hat. Ja, das ist also quasi aus dem VEB, volkseigenen Betrieb, wurde eine GmbH. Und dann ist sie irgendwann 1995 an die Eisenbahnfreunde Rodachtalbahn e.V. in Nordheim gegangen. Ja, und wurde dort quasi dann bis 2003, dann ging es nämlich an den Lokbahnhof Sonneberg e.V. behalten. Ja, also das ist eine Lokomotive, die könnt ihr euch auch im Original angucken. Das ist schon mal ganz spannend natürlich. Und dementsprechend hatten aber auch die Entwickler von Pico natürlich die Möglichkeit, sich diese Lokomotive quasi zu Hause im Original anzugucken, mussten also nicht so weit fahren. Und das sieht man. Also wenn ihr diese Lokomotive hier nehmt und ihr vergleicht die mit den Bildern aus dem Museum, in dem sie ist quasi, werdet ihr feststellen, dass das wirklich eine 1:1 Deckung ist. In quasi jedem Detail, was man irgendwie machen kann. Und das fällt mir jetzt besonders auf, zum Beispiel bei der Bedruckung hier. Die ist sowas von klein, also wirklich sowas von klein. Da kann man mit einer Lupe gucken und kann dann mit der Lupe wirklich genau lesen. Elektrokeramische, also VEB, Elektrokeramische Werke mit dem entsprechenden Logo dazu. Plus die ganzen anderen Revisionsdaten, Gewichtsdaten, was da so draufsteht. Wirklich nochmal kleiner, als man das eigentlich gewöhnt ist. Und richtig, richtig gut.
Genauso bei den ganzen Griffstangen, bei den angesetzten Details, bei den quasi Tigerstreifen hier unten und sowas. Genauso auch hier diesen weißen Puffern, diesen Pufferring, die die Lokomotive hier hat. Das sind alles die Details, die sie heute auch hat im quasi Museumsbetrieb. Ja. Ich kann es mir jetzt zumindest weniger vorstellen, dass die Lokomotive 1981 so ausgeliefert wurde mit weißen Pufferringen und allem. Das glaube ich irgendwie noch nicht so ganz. Ich glaube, da ist man etwas weniger auf optische Feinheiten bedacht gewesen vielleicht damals, sondern hat mehr auf die Arbeitslast geschaut. Apropos Arbeitslast beim Original. Die Lokomotiven hatten tatsächlich wohl in der Deutschen Demokratischen Republik zumindest keinen so guten Ruf, obwohl ja, wie erwähnt, über 9000 davon gebaut wurden. Und das lag anscheinend daran, das ist das, was ich in den Quellen gefunden habe, unter anderem Wikipedia, alles unten in der Beschreibung verlinkt für euch. Also die hatten keinen so guten Ruf, weil sie aufgrund von Ersatzteilmangel ganz oft liegen geblieben sind und dann nicht mehr zum Einsatz kommen konnten. Andersrum sind heute aber noch gut ein Dutzend ungefähr irgendwie im Einsatz von diesen alten Lokomotiven. Da das Modell jetzt von 1960 bis 2006 gebaut wurde, kann der Ersatzteilmangel nicht an einer tatsächlichen mangelnden Herstellung von Ersatzteilen oder so gelegen haben. Gerade weil wir über 9000 Stück von diesem Modell hier hatten. Sondern es muss eher einen Zusammenhang gegeben haben zwischen der Bestellung von Ersatzteilen, zum Beispiel in der Deutschen Demokratischen Republik für diese Lokomotiven. Solche Dinge. Ja? Also es ist nicht so, dass diese Lokomotiven irgendwie produziert wurden als ein Batch an Lokomotiven und danach gab es keine Ersatzteile mehr und deswegen sind die alle liegen geblieben, sondern das war ein Modell, was als Rangier-Industriegleis-Lokomotive quasi der de facto Standard des Warschauer Pakts war. Interessant an der Stelle, es gab ja gar keine einheitliche Spurweite in den Ländern des Warschauer Paktes. Also wenn ihr euch mit dem Thema Spurweite schon mal beschäftigt habt bei Eisenbahn im Allgemeinen, werdet ihr festgestellt haben, es gibt Schmalspur, es gibt Normalspur und es gibt quasi Breitspur. Und Normalspur ist die meistverwendete Spur quasi für normale Eisenbahnen. Schmalspur ist das, was eben für Feldbahnen zum Einsatz kommt oder eben aus verschiedenen anderen Gründen für Nebenbahnen zum Beispiel. Und dann gibt es eine breitere Spur oder breitere Spuren. Ja, also Spurweite ist ja nicht festgelegt auf 1, 2, 3, sondern da gibt es ja sehr, sehr viele unterschiedliche. Alles, was quasi russisches Territorium ist, hat oder war, hat eine andere Spurweite. Also die ist, wenn man gut 10 cm mindestens, ich glaube sowas um die 10 cm, breiter als die Spurweite im quasi sagen wir, europäischen Teil. Also auch Polen hat eigentlich eine Normalspur und von da auch quasi ein bisschen weiter, also bis zur russischen Grenze gab es eigentlich die Normalspur und darüber oder dahinter ging es dann los mit der breiteren Spur. In dem Zusammenhang müssen also auch von dieser Lokomotive, die in 9000 Exemplaren gebaut wurde, sehr, sehr viele unterschiedliche Versionen existieren, und zwar nämlich die Normalspurvarianten und die eben Breitspurvarianten und vielleicht auch welche, bei denen der Wechsel möglich ist. Aber das nur mal so als interessanter Hinweis, also die Spurweite in Russland, Kaluga, wo das Ganze gebaut wurde, war eigentlich eine ganz andere als die, wo sie ausgeliefert haben. Insofern kann diese Lokomotive eben auch nicht gezogen worden sein in die DDR, sondern sie muss tatsächlich auf Wagen zum Beispiel mitgefahren sein. Ja, am Ende bleibt es das eigentlich jetzt mal so für die Geschichte. Also die hat eine, ja, sag ich mal, mittelmäßig lange Betriebsdauer gehabt von ungefähr 15 Jahren, bis es eigentlich das Unternehmen, an das ausgeliefert wurde, nicht mehr gab und ist dann in Museumsbetrieb reingegangen. Es ist ein bisschen, wenn man jetzt mal böse ist, die russische Köf. Ja, also Einsatzzweck genau das gleiche.
Aufbau eigentlich auch gleich, muss man ganz klar sagen. Also eine möglichst kleine, einfache Lokomotive für den täglichen Gebrauch im Industriegleis. Und ich denke, da hat sie auch wirklich gute Dienste geleistet. Man sieht ja so ein bisschen die 60er Jahre an, dass hier quasi so Rundungen überall sind, wo man vielleicht in den 80ern eher harte Kanten gehabt hätte. Ich weiß jetzt nicht, wie es drinnen aussieht. Ich bin ja kein Lokführer, also ich kann mir vorstellen, wenn du mal 1981 eine Lokomotive bekommst, die eigentlich 1960 entwickelt wurde in Russland, kann ich mir vorstellen, dass man dann sagt, okay, das ist schon eher rudimentär von der Technik. Aber das ist jetzt einfach eher eine Vermutung. Also, zusammengefasst, nette kleine Rangierlokomotive, auch im wirklichen Leben. Der Ruf interessanterweise eigentlich schlecht gewesen in der DDR, trotzdem relativ viele noch erhalten und die sogar museal erhalten, dass sie eben auch regelmäßig bewegt werden. Gehen wir von da mal weiter zum Modell. Denn da muss ich sagen, ich habe euch ja eben schon ein bisschen die Details vorgestellt. Ich habe euch am Anfang auch den Preis gesagt, also sie soll normalerweise 179 kosten. Das ist der UVP von Pico. Und wenn ich mir das überlege, ist der Preis schon relativ hoch für das, was ich bekomme, weil es ein kleines Modell ist, auch wenn es sehr hochwertig ausgeführt ist. Ich habe allerdings jetzt nicht viel außenrum. Also ich habe keine Soundfunktionen, ich habe keine Telex-Kupplung, alle solche Dinge habe ich nicht. Das würde ich zum Beispiel mit einer aktuellen Köf von Märklin bekommen. Die liegen bei und bei 300 Euro. Wenn ich jetzt auf diese Lokomotive für 180 nochmal einen Sounddecoder draufrechne, bin ich ja vielleicht bei 250 bis 280 Euro irgendwo, je nachdem, ob ich den nachträglich kaufe oder gleich die Version mit Sound im UVP. Dann bin ich 50 Euro vielleicht unter den Märklin Köfs, habe aber noch keine Telex-Kupplung. Also vom UVP her bewegen wir uns durchaus auf dem gleichen Niveau wie der Märklin Köf. Darauf will ich hinaus. Interessanterweise bekommt ihr diese Lokomotive aber am Markt momentan deutlich günstiger. Das heißt, ihr bekommt die tatsächlich aktuell bei Modellbahn Union unten verlinkt, noch bis, glaube ich, Mitte Juli oder sowas, 2021, für 99 Euro. Ansonsten, wenn ihr jetzt nicht bei Modellbahn Union kaufen magt, normaler Preis ist irgendwas um die 130, habe ich im Netz gefunden. So um die 130 ist der Regelpreis für diese Lokomotive. Und für 130 Euro ist das aus meiner Sicht wirklich eine brillante Wahl. Also einerseits macht sie richtig Spaß beim Fahren, können wir uns gleich noch mal ein bisschen im Detail angucken. Andererseits ist sie wirklich klein, die ist super detailliert und sie hat ein Powerpack drin. Ja, das ist schon standardmäßig mit dabei, habe ich noch gar nicht erwähnt, aber ist ein super cooles Feature, weil ich dadurch keine Aussetzer habe an Weichen oder was auch immer. Also damit kann man wirklich seidenweich rangieren in ganz niedrigen Geschwindigkeiten. Was dann halt noch fehlt, Telex-Kupplung. Hätte man dann noch eine Telex-Kupplung, wäre das wirklich richtig brillant. Aber gut, für den Preis hat man es dann halt nicht. Was man aber stattdessen hat, ist ein Detailgrad, der schon ja, teilweise Richtung Brava geht. Also wenn ihr das hier zum Beispiel seht, hier unten haben wir so kleine Sandrohre, also die von den Sandkästen unten hier quasi schräg an das Rad rangehen bis auf einen Millimeter. Und das vorne wie hinten. Das finde ich schon ganz cool gemacht. Also hier ist der Sandkasten, wenn ihr das seht, und da ist dieses kleine Rohr. Das ist schon wirklich filigran schön. Und eben, wie gesagt, die Bemalung, alle diese Dinge sind super. Das ist richtig gut gelungen. Es ist aber auch nicht so, dass jetzt leicht was abbricht. Also das hat schon alles eine ordentliche Festigkeit hier, dass man die auch wirklich mal in die Hand nehmen kann. Also aus meiner Sicht für den Preis schon ein rundes Package. Und jetzt fliegen wir mal ab auf die Anlage und gucken, wie das Ganze fährt.
Damit herzlich willkommen auf der Anlage zum Fahrtest unserer kleinen Kaluga Diesel-Rangierlokomotive. Da steht sie schon bereit am Signal für den Fahrtest. Aber als erstes mal der Blick nochmal auf die Mobile Station. Der mitgelieferte Decoder von Pico, der ist MFX-fähig. Das heißt, die Lokomotive wird automatisch so hier angemeldet. Das Einzige, was sich dann in dem Fall unterscheidet, ist das Lok-Symbol. Das ist nämlich nicht so eine kleine B-gekuppelte Version dann, sondern hier wird ein Symbol ausgewählt von einer sechsachsigen, riesigen Diesellokomotive. Also da verspricht sie dann mehr, als sie dann tatsächlich halten kann. Ja, ansonsten inklusive allem wird es hier angelegt. Das heißt, wir können hier jetzt auch natürlich solche Funktionen wie zum Beispiel eben auch das Licht schalten. So, Licht ist an und jetzt machen wir mal wie immer das Gleiche. Das heißt, ich drehe hier auf Vollgas und wir gucken einfach mal, was passiert. Ja, also das ist tatsächlich hier Vollgas, wie ihr sehen könnt. Und wir drehen jetzt mal wieder runter auf 0. Ja, was kann man sehen? Also die eingestellten Beschleunigungs- bzw. Bremswerte ab Werk auf dem Decoder, die sind wohl vergleichsweise klein. Das heißt, sie beschleunigt und bremst dann doch relativ schnell, unsere kleine Lokomotive. Auf der anderen Seite habt ihr gesehen, die Geschwindigkeit, die sie hier als Maximalgeschwindigkeit erreicht, die ist gar nicht mal so hoch. Gerade auch im Vergleich zu anderen Lokomotiven ist sie eher langsam. Gerade wenn man jetzt hier nochmal Vollgas dreht. Das ist natürlich verglichen mit dem Original, was nur 30 km/h fuhr, ist das natürlich jetzt schon wieder nicht vorbildgerecht, aber es ist zumindest mal eine Lokomotive, die schon deutlich langsamer fährt als viele, viele andere. Ja, als nächstes würde ich mir mit euch doch einfach mal gerne die Lichtfunktion anschauen. Dafür müssen wir aber ein bisschen ins Dunkle. Kommen wir einmal zu den Funktionen, speziell den Lichtfunktionen unserer kleinen Rangierlokomotive. Wir haben, wie man das erwarten könnte, auf der Position F0 hier ein fahrtrichtungsabhängiges Spitzensignal bestehend aus diesen 3 Laternen. Das ist auf beiden Seiten so, wechselt eben mit der Fahrtrichtung, wie man das hier sehen kann. Dann haben wir auf der Funktion F1 die roten Laternen hier auf der Rückseite am Heck. Wir haben auf der Funktion F2 die roten Laternen an der Front. Und wir können jetzt trotzdem natürlich hier noch den Fahrtrichtungswechsel durchführen. Also man kann hier gleichzeitig rot als auch weiß als Beleuchtung eben schalten. Dann gibt es die Funktion F3. Dabei handelt es sich hier um eine wirklich schön gemachte Führerstandsbeleuchtung der Lokomotive, eben abschaltbar über F3. Wir haben dann auf der Position F4 hier ein einseitiges Spitzensignal. Wir haben auf der Position F5 dann das Spitzensignal auf der anderen Seite. Und wir haben genauso dann eben hier die Möglichkeit, natürlich unterschiedlichste Lichtkombinationen jetzt zu schalten mit diesen kleinen Scheinwerfern. Das war es aber schon an Lichtfunktionen. Soundfunktionen hat diese Lokomotive ja, wie ihr wisst, nicht. So, nach den Lichtfunktionen habt ihr gesehen, wie unsere kleine Lokomotive im Kreis fahren kann, welche Lichtfunktionen sie hat. Und jetzt möchten wir doch eigentlich mal wissen, wo kommt denn das Ganze her? Das heißt, bevor wir zum Fazit kommen, schauen wir einfach noch mal kurz gemeinsam rein in die Lok.
Ja, und damit herzlich willkommen zum Innenraumcheck unserer kleinen Lokomotive. Ihr habt gerade gesehen, das Auseinandernehmen ist ein bisschen Frickelei. Also das wird hier in der Anleitung doch als relativ leicht dargestellt. Das war es jetzt nicht. Also das hatte schon eine gewisse Herausforderung, dass man hier jetzt nichts kaputt bricht beim Öffnen der Lokomotive tatsächlich. Aber kommen wir mal zum Innenleben. Was findet ihr hier wieder? Also einerseits haben wir hier den Pico-Decoder, das ist der hier. Der sitzt quasi auf der Schnittstelle hier und man kann da natürlich dann auch einen anderen Decoder einbauen oder es gibt eben auch einen Sound-Decoder, der hier dazu passt, den könnte man dann natürlich dann auch reinstecken. Da gibt es übrigens hier auf der Rückseite auch dann einen passenden Platz, wo ein Lautsprecher rein kann hier. Zumindest ist das laut Anleitung so vorgesehen. Wenn man jetzt hier so einen Lautsprecher einbauen wollte, könnte man das machen. Dann gibt es hier auch 2 Anlötpunkte für den Lautsprecher irgendwo an der Platine. Ich glaube, die beiden sind das hier. Da und da, die beiden. Genau. Aber das ist das, was wir so als erstes sehen. Was haben wir dann? Wir haben hier unten den Motor. Und wir haben hier hinten den Powerpack. Deswegen fährt unsere Lokomotive auch, wenn der Strom weg ist. Und mehr kann man hier eigentlich nicht sehen. Was würde ich jetzt inhaltlich dazu sagen? Also ich halte das für ein extrem hochwertiges Innenleben. Wir haben hier einen sehr, sehr großen Metallblock, der ein gutes Gewicht mitgibt. Wir haben dann, wie man hier sehen kann, doch eine extrem filigrane Technik, die hier verbaut wurde. Aber zum Beispiel so als kleines Ding, was eben auch dann auffällt, erstmal haben wir hier unter der Schraube auf der Platine eine kleine Unterlegscheibe, so wie es aussieht, dass die nicht beschädigt wird. Wir haben dann hier ein Metallgewinde, wo die Schraube von hier oben reingeht. Das heißt also, da schrauben wir in Metall. Das ist auch hier verbunden mit dem Block. Genau, also das wirkt summa summarum, finde ich, doch sehr hochwertig alles. Es ist allerdings, aber gut, es ist eine Mini-Lokomotive. Ihr seht ja die Größe meiner Finger hier, mit extrem viel Technik drin, sogar mit einem Powerpack, wenn man will, mit Sound. Dann hat sie ja wirklich fast alles an Funktionen, was man sich so wünschen kann, vielleicht bis auf einen Rauchgenerator tatsächlich. Und das alles auf dem kleinen Raum unterzubringen, gut, Telex-Kupplung. Sorry, habe ich vergessen, Telex-Kupplung wäre auch noch was. Aber das alles auf dem Raum unterzubringen, ist natürlich eine Herausforderung. In dem Sinne finde ich das gut gelöst, ja. Und ihr seht auch hier, da ist ein bisschen Kabelraum übrig. Also das wird jetzt nicht allzu viel sein, aber es ist auf jeden Fall genug, wenn ich die Schraube hier löse und an den Motor darunter ran will, dass ich die Platine hier zur Seite nehmen kann, ohne dass ich jetzt löten muss. Sollte ich tatsächlich in die Verlegenheit kommen, hier LEDs austauschen zu müssen, komme ich nicht ums Löten drumherum. Also das hat hier nicht geklappt. Das sind hier leider keine Steckverbindungen. Ja. Ich denke mal, das hängt aber auch mit der Baugröße der Platine hier zusammen, wenn ihr euch das anguckt. Diese kleinen Flachbandkabel hier zum Beispiel, die da zu den Lichtern laufen, vorne und hinten. Das ist eben wirklich filigrane Technik. Wenn ihr euch jetzt hier mal meinen gar nicht so kleinen Daumen dagegen anguckt, der ist ja schon halb so breit wie die Lokomotive hier oder so, ne? Also das ist schon echt eng. Innenraum, also kann man sagen, Expert steht drauf, Expert ist drin. Ihr habt es gesehen. Also das, was ich eben meinte, ist eine der Lokomotiven, die mit am besten den Start hier bei mir hatte. Also die MFX-Funktionalität ist super, bis auf das etwas lustige Startbild, was die Lokomotive sich aussucht. Die sucht sich nämlich das Lokbild mit mit 2 C-gekuppelten Drehstellen von so einer riesigen Diesellokomotive aus. Ja. Sie hofft auf Großes. Ja. Inhaltlich ist sie aber wirklich groß. Ganz klare Aussage. Also von mir volle Empfehlung für die Lokomotive, auch von den Fahreigenschaften her. Durch das Powerpack, was verbaut ist, super sicher, bleibt nirgendwo irgendwie hängen. Ja. Einziges Manko, die Zugkraft, dass sie halt
nicht viel bewegen kann. Wenn ihr allerdings jetzt ein kleines Industriegleis habt oder sowas und das wollt ihr bedienen mit einer kleinen Lokomotive, ihr könnt auf eine Telex-Kupplung verzichten, ihr wollt vielleicht nicht immer eine Köf haben oder ihr habt jetzt vielleicht auch ein Szenario, wo wir ja eigentlich vielleicht ein bisschen was auf der quasi anderen Seite Deutschlands darstellen, wo eine Köf vielleicht nicht so angebracht wäre, dann aus meiner Sicht eine Top-Alternative, aktuell eben zu einem super Preis am Markt zu bekommen. Und ja, gerade die Lichtfunktion, ihr habt es ja auch gesehen, die Kombination hier mit den verschiedenen Scheinwerfern, das sieht alles super hochwertig aus. Ja, also da sieht man in keinster Weise, dass diese Lokomotive in Anführungszeichen nur 100 € gekostet hat jetzt. Ja, also so viel für heute zu der kleinen Kaluga. Aus meiner Sicht absoluter Daumen hoch für dieses Modell hier und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Seid gerne das nächste Mal wieder mit dabei. Dann schauen wir uns auch das an, was wir uns eigentlich heute anschauen wollten. Und bis dahin, genießt die Zeit, bleibt gesund, macht's gut, bis bald. Ciao.